Die Unternehmungen rund um den Gamescoin hatten den Antritt, die Spieleindustrie zu revolutionieren. In unseren letzten Videos haben wir bereits durchblicken lassen, dass von diesem Anspruch nicht mehr viel übrig zu sein scheint. Was uns aber in den letzten Wochen präsentiert wurde, ist einfach nur unverschämt und muss schonungslos offengelegt werden. Achtung, heute gibt es nichts für schwache Nerven. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Seit Vertriebsende des Alpha Gamescoins vor etwa 9 Monaten geht es gefühlt mit dem ganzen Projekt nur noch bergab, was sich auch an dem Tokenpreis widerspiegelt. Wir haben für euch heute mal einen kleinen Vergleich auch mitgebracht, wie der Gamescoin im Vergleich zum Bitcoin performt hat, und da sieht man, dass zwar hier am Anfang ein kleiner Hype stattgefunden hat, dass aber in der Zwischenzeit der Gamescoin dem Bitcoin überhaupt nicht outperformen könnte. Nein, er hat sogar underperformed und im Vergleichszeitraum ist Bitcoin um etwa 38% gestiegen und der Gamescoin hier nur um etwa 8% und ist jetzt eigentlich wieder auf dem gleichen Stand wie vor 9 Monaten. In den Videos vom März und Mai diesen Jahres haben wir zuweilen Kritik einmal an der Gamescoin-Emission geäußert, aber auch in dem zweiten Video im Mai an dem neuen NFT-Projekt GCU, das unserer Meinung nach nur mit Luftschlössern arbeitet. Wer diese Videos noch nicht gesehen hat, wir verlinken euch einmal die Playliste hier oben, aber auch unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das selber nochmal zu Gemüte führen. Wichtig zu erwähnen vor diesem Hintergrund ist, dass von der unseres Erachtens recht sachlich geäußerten Kritik, aber auch rein überhaupt nichts in der Zwischenzeit ausgeräumt werden konnte. Offensichtlich will man es auch nicht, denn wir haben Fragen, zum Teil sogar einen Fragenkatalog eingereicht, denn wir haben einige, ich würde mal sagen, besondere Kontakte zu den Leadern und zum Unternehmen, und diese wurden bis heute nicht beantwortet. Es wurde sogar recht arrogant darauf hingewiesen, dass die Firma das in der Zwischenzeit nicht mehr nötig hätte, solche kritischen Fragen, wie wir sie gestellt haben, zu beantworten. Und ja, das spricht schon eine relativ deutliche Sprache. Einige sogenannte Leader haben auch ein sogenanntes Investment nebenbei noch performt, nach Ende des Vertriebs vom Alpha Gamescoin, was bisher, zumindest wurde das so kommuniziert, rein gar nichts mit Gamescoin zu tun hatte. Allerdings stellt sich jetzt so langsam eine Verbindung zum Unternehmen her und es werden auch recht fragwürdige Praktiken angewendet. Das werden wir uns heute etwas genauer angucken. Zu guter Letzt ist auch noch eine Täuschung aufgeflogen, die wir mit euch auf alle Fälle kommunizieren möchten und die euch wahrscheinlich genauso wie uns überraschen wird, bzw. überrascht hat. Bevor wir starten, noch eine kurze Bitte, wenn ihr es gut findet, dass wir diese äußerst kritischen Videos für euch immer wieder produzieren und hier einfach nicht wegsehen und diese Videos hoffentlich auch euch dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu fällen und euch davor bewahren, immer und immer wieder Kapital zu verlieren, dann hinterlasst sehr gerne einen Daumen hoch. Das würde uns helfen, dass der Kanal um einiges besser wachsen kann, hilft aber auch dabei, dass gerade diese Analysevideos, die viele Menschen dabei unterstützen könnten, nicht noch mehr Kapital zu verlieren, noch eine größere Verbreitung findet. Schon einmal vielen Dank vorab und jetzt starten wir. Wir gucken uns heute mal zusammen den Growth Pool etwas genauer an. Wie schon erwähnt, die sogenannten Leader-Figuren von Gamescoin haben jetzt in den letzten Monaten diese Plattform promotet und weitere Anleger dazu ermutigt, dort zu investieren. Was ist der Growth Pool? Man sieht es hier schon auf der Startseite. Es ist eine Plattform, die sogenanntes ROI-Marketing in der Spielebranche anbietet. Das bedeutet, dass man sich hier auf Marketingkampagnen konzentriert, die den größten Return on Investment abwerfen. Hier ist es so, dass man mit sogenannten Lots dort investieren kann. Das heißt, man kann sich mit jeweils 100 USDT pro Lot in dieses System einkaufen. Es werden dann 5% Gebühren insgesamt noch fällig für jedes Lot. Das heißt, ihr bezahlt 105 USDT und 100 USDT habt ihr dann tatsächlich als Gegenwert im Backoffice stehen. Was wird im Endeffekt hier gemacht? Hier wird in, wie schon gesagt, verschiedene ROI-Marketing-Kampagnen investiert und die somit erzielten Renditen werden dann mit den Lot-Inhabern geteilt. Hier wurden zum Teil Renditen von 1,5% pro Tag ausgerufen. Allerdings ist es auch so, dass nach einem Return on Investment von 100%, sprich wenn sich das Lot im Wert gemessen in USDT verdoppelt hat, das Lot dann wieder ausbezahlt wird und keine weitere Rendite ausgeschüttet wird. Hier muss man dann erst wieder frisch investieren und hier wurde auch mit einem Return on Investment von innerhalb von 64 Tagen gerechnet. Das heißt, wenn ein Lot gekauft wurde,
Diese 1,5%, die wurden jeden Tag erwirtschaftet. Dann hat man bereits nach 64 Tagen eine Verdoppelung über dieses Investment bekommen. Und dann hat man sich natürlich wieder überlegen können, ob man reinvestiert oder die ganze Sache wieder auszahlt. So wie man es auch vorher in USDT einbezahlt hat, bekommt man es danach in USDT wieder heraus. Zumindest wurde das immer genauso kommuniziert. Ihr solltet also auf gar keinen Fall diesen großen Durchbruch verpassen. Jetzt kommt aber die große und unerwartete Überraschung. Es gibt seit Monaten Probleme mit der Gewinnverbuchung und der Auszahlung. Wer hätte das denn gedacht? Eigens zu diesem Zweck wurde am 10.07.2024 von den bekannten Leader-Figuren ein Webinar abgehalten, welches natürlich nicht aufgezeichnet wurde und welches wir aber trotzdem besucht haben und euch heute die Quintessenz daraus präsentieren möchten. Als allererstes einmal, die tatsächliche Rendite, wenn wir es komplett richtig verstanden haben, ist nicht 1,5% pro Tag über die letzten Monate gewesen, sondern 1,25% pro Woche. Das wurde aber, wie schon erwähnt, seit Monaten nicht ausbezahlt, was natürlich in der Community für einiges an schlechter Stimmung gesorgt hat. Jetzt kommt aber der Clou an der ganzen Angelegenheit. 1/3 der überfälligen Erträge, die werden jetzt, so wurde zumindest in dem Webinar kommuniziert, in Kürze in USDT ausbezahlt. Also 1/3 der nicht bezahlten Gewinne werden nachträglich ausbezahlt. Und jetzt kommt der fette Hammer. 2/3 der Erträge, also der Rest, und das initiale Kapital werden in einem neuen Token ausbezahlt. Fettes Ausrufezeichen. Wir kommen in den nächsten Minuten nochmal darauf, was das in der Konsequenz bedeutet. Das bedeutet also, USDT rein, ihr habt die Lots gekauft für 105 USDT, habt 100 USDT an Gegenwert im Backoffice und bekommt als Auszahlung nicht USDT, wie ursprünglich angedeutet, sondern nur noch einen wertlosen Kryptotoken anstelle von euren USDT. Okay, gehen wir weiter im Text. Die neuen Token, die können dann entweder in GCU überführt werden. Das geht dann natürlich sofort und dort erwirtschaftet der ausgeschüttete Token aus dem Growth Pool natürlich dann auch sofort Rendite, sodass jeder besser gestellt wird. Oder man kann diese Token, die ja zum einen euer Grundkapital darstellen und 2/3 der noch nicht bezahlten Erträge, über eine dezentrale Exchange nach und nach verkaufen. Also entweder sofortiger Wechsel in das neue Projekt oder Produkt oder ein Verkauf nach und nach, sowie die Gewinne ausbezahlt werden über einen dezentralisierten Liquiditätspool. Die Verdopplung der Lots wird aber aufgrund der stark reduzierten Rendite von ursprünglich 1,5% pro Tag in 1,25% pro Woche zum Teil sehr lange andauern, weil das ursprüngliche Kapital, die 100 USDT pro gekauften Lot, erst wieder frei werden, wenn die Verdoppelung in diesem Lot auch abgeschlossen wurde. Es sind also nicht diese 65 Tage, wie auf der Homepage zu sehen ist, sondern wenn hier zum Teil Anleger relativ spät eingestiegen sind und auch relativ wenig Rendite bisher bekommen haben, somit noch einen großen Anteil der Rendite ausstehend haben bis zur Verdoppelung, dann kann das natürlich mitunter relativ lange brauchen. Warum? Weil sie nur pro Woche 1,25% Renditefortschritt anstreben bzw. bekommen. Und da könnt ihr euch selber ausrechnen, wie viele Wochen, respektive sogar Jahre es brauchen könnte, bis das ursprüngliche Kapital wieder frei wird und ausbezahlt werden kann. Und hier stellt sich natürlich die Frage, ob es sich hier um eine Verzögerungstaktik handelt. An dieser Stelle müssen wir natürlich einige kritische Fragen stellen. Nummer 1. Warum wurden USDT einbezahlt und dann wird jetzt mit einem wertlosen Krypto-Token abgespeist? Das muss irgendeinen Grund haben. Ist da Kalkül dahinter? Man weiß es nicht. Oder vielleicht doch? Zweite Frage, was ist mit den ursprünglichen USDT passiert, die ja für jeden Lot in das System eingespeist wurden? Die müssen ja irgendwo investiert worden sein und normalerweise lassen die sich ja auch irgendwie wieder freimachen und dann zumindest dafür nutzen, dass die Anleger ausbezahlt werden können. Sehr eigenartige Praktik. Nummer 3, und das ist jetzt schon fast, ich würde sagen, eine rhetorische Frage für diejenigen, die unsere Arbeit schon etwas länger verfolgen. Was passiert, was glaubt ihr, mit einem Token, der ausschließlich zur Gewinnausschüttung verwendet wird und keinen anderen Zweck hat und somit keinen anderen Zweck erfüllt? Was glaubt ihr, was mit dem Preis passiert? Natürlich, es wird ein permanenter Verkaufsdruck entstehen, weil alle Menschen ihre Gewinne realisieren möchten, in zum Beispiel werthaltige Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether, Stablecoins und so weiter und so fort. Und das ist auch der Grund, warum hier über kurz oder lang die Ausschüttungen nichts mehr wert sein werden. Frage Nummer 4. Warum werden die Token eigenartigerweise im neuen Projekt überhaupt akzeptiert? Wenn man hier mit der Incentivierung, dass ja hier ein schnellerer Weg in ein anderes Projekt aufgezeigt wird, ein Verhalten vielleicht sogar steuern, war das vielleicht sogar von Anfang an geplant? Das sind auf alle Fälle Fragen, die man mal stellen darf.
Jetzt möchten wir aber noch unsere persönliche Meinung zu diesen ganzen Praktiken mit euch teilen. Nummer 1. Solche Praktiken werden definitiv nur in ganz besonderen Projekten angewendet. Die meisten der Zuschauer wissen jetzt schon, worauf wir hinaus möchten. Nummer 2. Wenn die Leader nicht wissen, was diese, sagen wir mal Tokenomics, diese Praktiken bedeuten, was das also in der Konsequenz für die Anleger bedeutet, dann sind sie tatsächlich nicht ganz auf der Höhe. Wenn das nämlich der Fall ist, sollte man auch jetzt und in Zukunft nicht mehr wirklich auf sie hören, speziell nicht, wenn es um das Thema Investment geht. Übrigens, da sieht man mal wieder, was Bleifarbe im Kinderzimmer so alles anrichten kann. Kommen wir mal zur Alternativannahme. Wenn die Leader jedoch wissen, was das bedeutet, welche Konsequenzen also diese Tokenomics auf die Community hat und diese trotzdem das genauso kommunizieren, dann darf ich öffentlich nicht mehr sagen, was diese sind. Ihr könnt euch das in der Zwischenzeit selbst denken. Kommen wir mal zu einem weiteren Fakt. Wir haben uns mal in dem März-Video von uns angeguckt, wie groß denn die Auswahl der Spiele war auf der hauseigenen Your-Plattform. Wir wissen ja, und das wird schon seit Monaten kommuniziert, dass diese Plattform mit 1000 Spiele oder mehr bestückt werden soll, damit möglichst viele verschiedene Menschen angezogen werden und angereizt werden, den Gamescoin als Spielwährung hier zu verwenden, was dem Ganzen natürlich einen Verwendungszweck gibt. In dem März-Video haben wir festgestellt, dass etwa 16 aktive Spiele auf der Plattform vorhanden waren, also nicht unbedingt viel. In der Planung war es folgendermaßen, dass, wenn wir uns richtig erinnern, bis Mitte diesen Jahres etwa 250 Spiele auf der Plattform online sein sollten und bis zum Jahresende über 500. Wir haben uns die ganze Sache jetzt hier nochmal etwas genauer angeguckt und siehe da, es sind natürlich mehr Spiele geworden, aber wie viele sind es? Es sind ganze 22 Stück. Das bedeutet, dass die Firma innerhalb von 3 Monaten es geschafft hat, 6 Spiele auf dieser Plattform hochzuschalten, das Repertoire aufzustocken und es mit einem sehr, sehr großen Abstand an ihren geplanten 250 Spielen vorbeigeschrammt ist. Jetzt kommt aber der eigentliche Hammer. Seit Anfang an wurde das Projekt rund um den Gamescoin mit relativ viel Seriosität beworben. Warum? Weil hier zum einen auch wir einen Kryptoverwahrer in München haben. Das bedeutet, die Verwahrung der Gamescoins wird von einem Institut vorgenommen, welches eine der 4 Krypto-Verwahrlizenzen von der Finanzaufsicht bekommen hat. Und so eine Kooperation ist natürlich definitiv viel wert. In der Zwischenzeit ist uns aber eine E-Mail zugespielt worden, worin der Prokurist der Tangani GmbH in München hier bestätigt, dass zwischen der Firma und Tangani keinerlei Kooperation besteht, beziehungsweise dass keine Abmachung besteht, dass Tangani die Verwaltung der Gamescoins für die Firma vornimmt. Wir blenden euch mal das betreffende Zitat dieser E-Mail ein, das könnt ihr euch dann selbst nachlesen. Wir haben auch überprüft, ob diese E-Mail echt sein könnte, denn es ist ja so, dass im Netz so kritische Informationen, wer zum Beispiel Geschäftsführer ist und wer zum Beispiel Prokurist ist, relativ einfach aufzufinden ist. Und ja, da hat unsere Recherche ergeben, dass der Absender in der E-Mail mit den Informationen, die hier über den Prokuristen der Tangani GmbH vorzufinden sind, tatsächlich übereinstimmen, sodass hier die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass es sich hier um eine gewollte Täuschung handelt, die ja für uns alle höchstwahrscheinlich relativ überraschend ist. In der Zwischenzeit ist es offensichtlich so, dass man jedes kleinste Detail manuell überprüfen muss, um auch wirklich sicher gehen zu können, dass das, was behauptet wird, auch wirklich stimmt. Fassen wir zu guter Letzt noch einmal zusammen. Eine in der Zwischenzeit unterirdische Kommunikation, sehr, sehr fragwürdige Geschäftsgebaren, die jetzt auch in Verbindung mit dem Unternehmen stehen. Ein in der Zwischenzeit recht substanzloses Kerngeschäft, wie wir gesehen haben, und eine anscheinende Täuschung lassen bei diesem Projekt und bei dieser Unternehmung eigentlich fast nur noch zu einem Schluss kommen. Das brauche ich aber in der Zwischenzeit nicht mehr laut aussprechen. Die meisten von uns können es schon denken, worum es sich hier handelt. Wir werden die ganze Sache weiterhin für euch im Auge behalten, weiter beobachten und recherchieren, was da sonst noch alles zutage tritt. Es gäbe bei weitem sinnvollere Wege, seine Zeit zu verwenden, aber wir können das nicht einfach unausgesprochen lassen. Um so etwas muss man sich kümmern und es ist auch wichtig, dass es immer mal wieder jemand gibt, der auch die unangenehmen Sachen anspricht. Wenn ihr uns unterstützen wollt, leitet diese Videos, die wir erstellen, sehr gerne auch an andere Investoren und Interessierte weiter, damit sie auch einen Einblick bekommen, was hier alles abgezogen wird. Kommentiert auch sehr gerne in den Kommentaren
was ihr von der ganzen Sache haltet oder ob ihr vielleicht sogar andere Informationen habt, die unseren Ausführungen widersprechen könnten. Das Video wird den meisten von euch wahrscheinlich nicht gefallen, weil natürlich auch einige ordentlich in den Projekten engagiert sind. Aber ich denke, es ist wichtiger, hier einfach mal die offensichtlichen Dinge anzusprechen und seine Augen nicht vor der Wahrheit zu verschließen. Wenn ihr diese Ehrlichkeit, diese Offenheit und diese Schonungslosigkeit schätzt, hinterlasst sehr gerne einen Daumen hoch. Das würde uns sehr dabei helfen. Und ansonsten sagen wir danke für eure Aufmerksamkeit und sehen uns bis zum nächsten Video.